Hallo und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Heute spiele ich mit euch eine Runde The Exalted Ones, ein MOBA-inspiriertes Tabletop, geschrieben von Christoph Aulbach. Viel Spaß beim Match und bleibt auf jeden Fall bis danach dran, dann gibt es nämlich wie immer meine Gedanken zum Spiel. Getreu der Computerspielvorlage wird die Exalted Ones auf einer Map mit 3 Lanes gespielt, die die beiden Spielerbasen miteinander verbinden. Diese Lanes sind wiederum durch einen Querweg in der Mitte und verschiedene versteckte Wege durch den Wald verbunden. Vor dem Spiel werden auf den dafür vorgesehenen Plätzen Türme platziert, insgesamt 6 Stück pro Spieler. Dazu kommen die roten und blauen Golems, die jeweils einem Spieler zugeordnet sind. Und dazu kommen noch im Wald die neutralen Kreaturen und Monster. Zwischen den Spielern wird der Shop mit den Items ausgelegt, die sich die Spieler im Verlauf des Spiels kaufen können. Das Ziel im Standardmodus von The Exalted Ones ist es, 12 Punkte zu sammeln. Einen gegnerischen Helden auszuschalten gibt 1 Punkt, einen gegnerischen Turm zu zerstören gibt 2 Punkte, Sydra, eines der neutralen Monster auf der rechten Seite, zu töten bringt 2 Punkte, Draco, das ist der größte Drache auf der linken Seite, gibt 3 Punkte und das gegnerische Artefakt, das ist die gegnerische Basis, gibt 6 Punkte. Normalerweise darf man in The Exalted Ones Helden frei in seinem Team mischen, solange alle Rollen ausgefüllt sind. Für den Anfang empfiehlt es sich aber, eines der vorausgewählten, thematisch passenden Teams auszuwählen, die man auch so als Box kaufen kann. Ich habe mich hier für die naturverbundenen Alisanen entschieden. Von links nach rechts, meine Magierin ist Linnea, meine Unterstützerin ist Ylvi, meine Schützin ist Maivi, mein Bewahrer ist Elmar und mein Kämpfer ist Leandros. Christoph spielt das Wüstenvolk der Alshara. Seine Magierin ist Jamila, sein Unterstützer ist Halef, sein Schütze ist Yassir, sein Bewahrer ist Zahid und seine Kämpferin ist Layla. Bevor es losgeht, bekommen die Helden gemäß ihrer Charakterkarten Startmana in Blau und Startgold in Orange. Dann werden die Helden jeweils abwechselnd um ihre eigenen Artefakte herum gruppiert aufgestellt. Jede Runde besteht aus 5 Aktivierungsphasen pro Spieler und in jeder Aktivierungsphase kann ein Spieler 2 Aktionspunkte auf beliebige Charaktere verteilen. Christoph hat die erste Aktivierung und benutzt direkt 2 Aktionen, um Halef zu einem beliebigen seiner Türme zu teleportieren. Das klingt nach einem guten Plan und ich mache dasselbe und teleportiere Elmar zum Turm ganz rechts außen. Christoph aktiviert Yassir und lässt ihn eine Rennenaktion machen. Damit kann er sich den schnelleren von seinen 2 Bewegungswerten bewegen. Die zweite Aktion geht ebenfalls an Yassir und er macht jetzt eine Angriffsaktion. Das ist eine Bewegung mit seinem langsameren Bewegungswert, gefolgt von einer Basisattacke. In seinem Fall eine Fernkampfattacke. Das Ziel ist der Panther im Wald. Yassir hat einen Fernkampfwert von 6, das heißt Christoph wirft jetzt 6 Würfel und der Zielwert ist die Beweglichkeit des Panthers von 4. Christoph landet 3 Treffer, das bedeutet 3 Wunden und reicht genau aus, um den Panther auszuschalten. Yassir bekommt dadurch einen Erfahrungspunkt, der auf seiner Karte abgestrichen wird und noch 2 Gold. Ich aktiviere Maivi und lasse sie für die erste Aktion ebenfalls rennen, gefolgt von einer Attackenaktion gegen den Panther auf meiner Seite. Gleiches Spiel hier und ich verursache genug Schaden, um den Panther auszuschalten. Was auch hier einen Erfahrungspunkt und 2 Goldstücke gibt. Christoph aktiviert Zahid und lässt ihn einmal rennen, gefolgt von einer Fähigkeitenaktion. Das erlaubt ihm, eine seiner Heldenfähigkeiten einzusetzen und auch hier ist eine kleine Bewegung eingebaut. Zahid hat aktuell nur eine Fähigkeit zur Verfügung, das ist seine Ansturmfähigkeit, die ihm eine weitere Bewegung erlaubt, gefolgt von einer Nahkampfattacke. Das Ziel der Attacke ist die neutrale Echse und ihre Beweglichkeit ist 3, das heißt, das ist der Zielwert. Christoph würde 4 Erfolge erzielen, allerdings hat die Echse eine Rüstung von 1, das heißt, ein Erfolg wird abgezogen, was 3 Erfolge bedeutet. Das reicht nicht, um die Echse zu töten, sie hat nämlich 4 Lebenspunkte und als Reaktion schlägt sie jetzt zurück. Sie braucht 3 zum Treffen und dank Zahids Rüstung von 1 verursacht sie insgesamt 3 Punkte Schaden. Ich aktiviere Leandros und versuche das gleiche auf meiner Seite der Map. Leandros hat zwar keine Ansturmfähigkeit, ist dafür aber schneller und hat eine höhere Reichweite. Leandros ist sogar noch weniger erfolgreich als Zahid und verursacht bloß 1 Punkt Schaden.
Im Gegensatz zu Leandros hat die Echse nur eine Nahkampfreichweite von 1 Zoll. Das heißt, sie bewegt sich erstmal noch vor ihrer Gegenattacke. Sie landet einen Treffer. Und da eine Basisattacke wie diese immer mindestens einen Schaden verursacht, kriege ich einen Schadenspunkt trotz meiner Rüstung von 1. Als nächstes aktiviert Jamila und rennt einmal nach vorne. Und dann bewegt sie sich auf die Echse zu und verwendet ihre Flammenlanze-Fähigkeit für 2 Mana. Christoph wirft eine Anzahl Würfel gleich ihrer Willenskraft von 6 und Zielwert ist wieder die Beweglichkeit der Echse von 3. Und dieses Mal reicht es, um die Echse auszuschalten. Da Sahid sich in der Nähe der Echse befand, als sie ausgeschaltet wurde, bekommt er als Bonus auch einen Erfahrungspunkt und Jamila bekommt den üblichen Erfahrungspunkt plus 2 Goldstücke. Ihr anschauen, was als nächstes kommt. Ich mache es wieder dem Profi nach, aktiviere Linnea und bewege sie auf die ebenfalls nicht getötete Echse zu und verwende die Fähigkeit Wilde Ranke auf sie, was mich ebenfalls 2 Mana kostet. Und auch hier ist die Aktion erfolgreich. Linnea bekommt einen Erfahrungspunkt und 2 Goldstücke und Leandros ebenfalls einen Erfahrungspunkt. Als seine letzte Aktivierung in dieser Runde teleportiert Christoph noch Leia zum vordersten Turm auf seiner rechten Seite. Und super kreativ wie ich bin, mache ich dasselbe mit Ilvi. Damit hatten wir beide 5 Aktivierungsphasen und die Runde ist beendet. Sämtliche ausgeschaltete neutrale Monster respawnen. Die vorderste Reihe der Golems bewegt sich jeweils auf die gegnerische Basis zu und hinter ihnen spawnt eine weitere Gruppe Golems. Ein Golem muss dabei genau 3 Zoll vom nächsten befreundeten Turm entfernt platziert werden und der zweite Golem dann direkt in Kontakt mit dem ersten. Die genaue Positionierung des zweiten obliegt dabei dem Spieler, der den Golem kontrolliert. Als nächstes regenerieren alle Charaktere Mana gleich ihrem Mana-Regenerationswert, allerdings nicht über ihren Maximalwert. Und dann bekommt jeder noch ein Gold geschenkt. Die nächste Runde beginnt mit dem Initiativewurf und die Initiative geht an Christoph. Er aktiviert Yassir, der zuerst auf den Panther schießen und sich dann bewegen will. Das kann man nämlich in beliebiger Reihenfolge tun. Er schafft es allerdings nicht, ihn auszuschalten und bevor sich Yassir bewegen kann, kommt die Gegenattacke, die respektable 3 Schadenspunkte verursacht. Im Anschluss kann bzw. muss Yassir die angesagte Bewegung machen. Yassir bekommt eine zweite Aktion und rennt vor den vordersten Turm. Linnea aktiviert und verwendet ihre wilde Ranke gegen die Echse, gefolgt von einer Bewegung. Sie ist ziemlich erfolgreich mit der Aktion. Die Echse wird ausgeschaltet. Und durch den passiven Erfahrungsgewinn bekommt Leandros sein erstes Level-Up, wodurch er seine W-Fähigkeit freischaltet. Die Buchstaben sind dabei von der Tastaturbelegung von Computerspiel-MOBAs inspiriert. Leandros hat jetzt ebenfalls die Ansturmfähigkeit. Linnea spaziert nach getaner Arbeit weiter. Und dann bekommt sie noch eine Rennenaktion und schließt sich Elmar an. Am Ende von Linneas Bewegung hat Yassir eine Sichtlinie auf sie und ist innerhalb von 10 Zoll, das heißt, er kann jetzt reagieren. Die Reaktion muss dabei nicht den Charakter zum Ziel haben, der die Reaktion ausgelöst hat. Daher verwendet er jetzt seine Chakram-Fähigkeit und wählt den vordersten Golem als Ziel. Pro Aktion darf immer nur ein gegnerischer Charakter reagieren. Die Chakram-Fähigkeit trifft auf 4, aber nur einer geht durch. Der Golem hat 2 Lebenspunkte, wird also nicht ausgeschaltet und die komplette Golem-Gruppe bewegt sich als Reaktion auf Yassir zu, schaffen es allerdings nicht in Reichweite. Christoph aktiviert Jamila und lässt sie für eine Aktion durch den Wald rennen und als zweite Aktion verwendet Yassir wieder sein Chakram. Das kann er erst jetzt machen, weil jede Heldenfähigkeit eine Abklingzeit von einer Aktion hat. Die Chakram-Fähigkeit kann mehrere Ziele in einer geraden Linie treffen, das heißt, dieses Mal werden beide Golems betroffen. Und durch die Bewegung ist sogar noch Elmar in Reichweite. Der erste, bereits angeschlagene Golem wird ausgeschaltet. Der zweite bekommt keinen Schaden. Der letzte Wurf geht gegen Elmar, der eine Beweglichkeit von 3 hat und Rüstung 2. Und er erleidet 4 Punkte Schaden. Der überlebende Golem reagiert und attackiert Yassir. Und er verursacht 1 Punkt Schaden. Ein Golem gibt einen Erfahrungspunkt, das heißt Yassir ist ebenfalls auf Level 2. Entweder Linnea oder Elmar könnten reagieren auf die Aktion, allerdings haben beide keine relevanten Fähigkeiten, von denen sie Gebrauch machen könnten. Ich aktiviere Maivi und lasse sie für eine Aktion zum vorderen linken Turm rennen. Und dann bewegt sie sich noch einmal und verwendet ihre Salvenschussfähigkeit auf die 2 Golems. Der erste davon wird ausgeschaltet
der zweite allerdings nicht. Er bewegt sich auf Maivi zu und attackiert sie. Gegen ihre Beweglichkeit von 5 verursacht er 1 Punkt Schaden. Und Maivi schaltet ihre W-Fähigkeit Schlingpfeil frei. Linnea bewegt sich in die Flanke meiner beiden Golems in der Mitte und feuert eine Flammenlanze auf sie ab, wodurch beide Golems ausgeschaltet werden. Dadurch bekommt sie 2 Erfahrungspunkte und 2 Goldstücke. Jamilas Bewegung hat sie in die Reaktionsreichweite von Maivi gebracht und diese nutzt ihre Reaktion, um den überlebenden Golem zu attackieren. Das ist auch erfolgreich und Maivi verdient sich nochmal einen Erfahrungspunkt und ein Goldstück. Als zweites aktiviert Halef und rennt in Richtung Wald. Ich aktiviere Linnea und bewege sie ein Stückchen nach vorne, damit sie Sichtlinie hat. Und dann verwendet sie die wilde Ranke auf Yassir. Ich brauche 4 zum Treffen und treffe 3-mal, was ausreicht, um Yassir auszuschalten. Das gibt mir 1 Siegpunkt, 3 Goldstücke für Linnea und 3 Erfahrungspunkte, wodurch sie ebenfalls auf das nächste Level aufsteigt und Fleischfresser freischaltet. Für das verdiente Gold kann ich jederzeit vor oder nach Aktionen einkaufen und ich kaufe für Linnea einen verrückten Zauberhut für +1 auf ihre Willenskraft, was ihre Zauber verstärkt. Und für 5 weitere Gold kaufe ich mir direkt noch die Robe des Erzmagiers, die ich nur kaufen kann, weil ich den Zauberhut schon habe. Dadurch habe ich jetzt +2 Willenskraft und keine Abklingzeiten für meine Fähigkeiten mehr. Linnea ist jetzt erstmal pleite. Als zweites bekommt Elmar eine Aktion, er bewegt sich nach vorne und verwendet dann auf den vorderen Golem die Fähigkeit Urgewalt. Er verursacht genug Schaden und der Golem wird ausgeschaltet und sein überlebender Kumpel geht zum Gegenangriff über und verursacht einen Schadenspunkt. Christoph aktiviert Halef und bewegt ihn ein Stückchen auf den Panther zu und verwendet dann seine Blendpulver-Fähigkeit und verursacht tatsächlich die nötigen 2 Schadenspunkte, um den Panther auszuschalten. Für das verdiente Gold kauft er sich direkt einen Schatzsucher für mehr Gold am Anfang der Runde. Dann aktiviert Jamila und attackiert meinen vordersten mittleren Turm. Türme werden auf die 3 getroffen und können durch Fähigkeiten keinen Schaden erleiden und Christoph verursacht 1 Punkt Schaden. Normalerweise können Türme Helden attackieren, allerdings nur, wenn sie noch eigene Golems vor sich haben. Ich aktiviere Leandros und bewege ihn auf Jamila zu, gefolgt von einem Ansturm gegen sie. Ich brauche 5 zum Treffen und treffe 2-mal, was bei ihr 2 Schadenspunkte bedeutet. Als Reaktion attackiert Jamila erneut den Turm und verursacht nochmal einen Schadenspunkt. Als zweite Aktion verwendet Leandros Festnageln auf Jamila. Damit verbraucht er auch sein letztes Mana für die Runde. Er verursacht nochmal 2 Punkte Schaden. Jamila kann sich jetzt nicht mehr wegbewegen durch den Festnageln-Effekt und attackiert noch ein weiteres Mal den Turm. Zahid rennt zum oberen Turm. Und Halef bewegt sich wieder auf die Mitte des Spielfelds zu und wirft sein Blendpulver auf Leandros. Er trifft 2-mal. Das ergibt 1 Schaden für Leandros. Und er ist jetzt geblendet. Das heißt, bis zum Ende der nächsten Aktivierung hat er -2 auf Nahkampf und Fernkampf. Und weil jetzt genau eine Aktivierungsphase vergangen ist, klingt auch Jamilas Festnageln-Effekt wieder ab. Auf der rechten Seite bewegt sich Elmar ein Stück und attackiert den überlebenden Golem und schafft es, ihn auszuschalten. Dadurch levelt er auf und schaltet seine Schildblock-Fähigkeit frei. Leandros attackiert nochmal Jamila und dadurch wird sie automatisch ausgeschaltet, weil Basisattacken immer mindestens einen Schadenspunkt verursachen. Ich bekomme noch einen Siegpunkt und Leandros steigt auf Level 3 auf, wodurch sich seine Lebenspunkte erhöhen und seine Grundwerte. Und zuletzt klingt noch der Geblendet-Effekt ab. Zum Ende der Runde verursachen alle Golems, die ungehindert einen Turm erreichen, einen Schadenspunkt am Turm. Und dann werden sie entfernt. In der Mitte verursachen Christophs Golems 2 Schadenspunkte. Der Turm hat schon 3 Schaden, das heißt, er wird zerstört. Christophs oberer Turm bekommt 2 Schadenspunkte. Im Anschluss rücken die Golems wieder auf und werden neu aufgefüllt. Für den zerstörten Turm bekommt Christoph 2 Siegpunkte. Außerdem bekommt jeder seiner Helden 2 Goldstücke und 2 Erfahrungspunkte. Christophs ausgeschaltete Helden respawnen in seiner Basis. In der nächsten Runde geht die Initiative wieder an Christoph. Zuerst kauft er für Yassir eine Frostklinge, durch die seine Basisattacken kritisch treffen können. Das heißt, geworfene 6 machen 2 Schadenspunkte.
Jamila kauft ebenfalls ein und holt sich den Mondkristall, gefolgt direkt vom Upgrade, dem Mondzepter, für +2 maximal Mana und +1 auf Willenskraft. Und dann teleportiert sie für 2 Aktionen zum vorderen rechten Turm. Linnea reagiert darauf, indem sie eine wilde Ranke auf den vorderen Golem feuert. Und er wird ausgeschaltet. Der überlebende Golem reagiert darauf, indem er auf Elmar zugeht und ihm einen Schadenspunkt verursacht. Linnea ist jetzt ebenfalls auf Level 3, das heißt, sie hat mehr Lebenspunkte und sie benutzt die zweite Statline von rechts. Linnea bewegt sich einmal nach rechts und dann feuert sie eine wilde Ranke auf Jamila. Das kann sie direkt wieder machen, weil sie durch die Robe des Erzmagiers keine Abklingzeit für ihre Fähigkeiten hat. Durch das Level-Up hat Linnea jetzt 7 Willenskraft, das heißt, sie wirft 7 Würfel +2 für ihr Item, das heißt, ich werfe insgesamt 9 Würfel. Jamila erleidet 2 Schadenspunkte und reagiert mit einem betörenden Lodern. Christoph braucht 4 Erfolge, damit die Fähigkeit durchgeht und er ist erfolgreich. Linnea erleidet 3 Schadenspunkte und muss sich auf Jamila zubewegen. Dadurch kommt sie innerhalb von 4 Zoll zum Turm und weil Christophs Golem noch lebt, öffnet der Turm auch direkt das Feuer. Christoph wirft 7 Würfel für den Turm und trifft auf die 4, aber er trifft nur ein einziges Mal. Linnea, die ihr Glück kaum fassen kann, zieht sich einmal zurück und verwendet dann die Fleischfresser-Fähigkeit gegen Jamila. Der Fleischfresser hat nochmal +1 auf die Willenskraft eingebaut, das heißt, ich werfe jetzt 10 Würfel, aber ich verursache trotzdem nur 2 Schadenspunkte. Linnea heilt für die Hälfte der angerichteten Schadenspunkte, also 1 Schaden. Und Jamila reagiert mit einer Flammenlanze. Durch meine Magieresistenz von 2 verursacht sie 2 Schadenspunkte. Dazu brennt sie noch und erleidet am Ende der Runde 1 Schadenspunkt. Jamila bewegt sich noch ein Stückchen an Linnea heran und attackiert sie erneut mit einem betörenden Lodern. Als Reaktion auf die Attacke verwendet Elmar seine Schildblock-Fähigkeit. Dadurch kann er sich in Base-Kontakt mit Linnea bewegen und wird statt ihr zum Ziel der Fähigkeit. Die Attacke verursacht 3 Punkte Schaden und auch Elmar wird in den Turm gezogen. Der feuert auch direkt wieder und verursacht genug Schaden, um Elmar auszuschalten. Da der Turm den Last Hit gelandet hat, bekommt Jamila jetzt lediglich den Support-Erfahrungspunkt und 1 Goldstück als Belohnung. Jamila aktiviert erneut und feuert eine Flammenlanze gegen Linnea. Dadurch, dass sie gerade aufgelevelt ist und dadurch, dass Linnea brennt, wirft Christoph jetzt 10 Würfel für die Attacke. Und damit wird auch Linnea ausgeschaltet. Und dieses Mal bekommt Jamila die vollen 3 Erfahrungspunkte und 3 Gold. Okay, die untere Lane lief nicht so gut. Ich versuche es einfach mal bei der oberen Lane. Ich aktiviere Maivy. Sie bewegt sich ein Stück nach vorne und verwendet dann ihren Pfeilhagel gegen Layla und die 2 Golems. Vorher kaufe ich aber im Shop noch den Kraftverstärker für +1 auf meinen Fernkampfwert. Die Attacke schaltet beide Golems aus und Layla erleidet 4 Punkte Schaden. Maivy levelt auf und schaltet den Schlingpfeil frei. Layla reagiert mit ihrer Speerwurf-Fähigkeit und Maivy erleidet 1 Punkt Schaden und wird festgehalten. Ich gebe Maivy auch die zweite Aktion und feuere mit einer Basisattacke auf Layla, was nochmal 2 Schaden verursacht. Layla reagiert mit einem Speerstoß, der allerdings keinen Schaden verursacht. Zahid bewegt sich vor Layla und verwendet dann seine Ansturmfähigkeit mit Layla als Ziel, versucht dabei aber nah genug an den Golem ranzukommen, was er nicht schafft. Durch die folgende Attacke erleidet Maivy 3 Punkte Schaden. Und sie reagiert mit einer Basisattacke gegen Layla, was ausreicht, um diese auszuschalten und mir nochmal einen Siegpunkt beschert. Maivy ist jetzt auf Level 4 und hat ihre R-Fähigkeit, die Jagdbeginn, freigeschalten. Von dem verdienten Gold kauft sich Maivy noch eine rostige Klinge, damit ihre Basisangriffe kritisch treffen können. Zahid bewegt sich noch ein Stückchen nach vorne und attackiert erneut Maivy, verursacht dabei aber nur 1 Punkt Schaden. Sie reagiert mit einer Basisattacke. Ich treffe auf die 3 und 6 machen doppelten Schaden durch die rostige Klinge. Und die verursachten 6 Punkte Schaden reichen genau aus, um Zahid auszuschalten. Damit bin ich bei 4 Siegpunkten. Maivy verwendet eine Aktion, um den Festhalten-Effekt aufzuheben. Und dann bewegt sie sich an den Turm heran und attackiert ihn mit einer Basisattacke. Und die Attacke sitzt so richtig und trotz seiner Rüstung von 3 wird der Turm zerstört. Was mich auf 6 Siegpunkte bringt. Und natürlich bekommen alle meine Helden 2 Gold und 2 Erfahrung.
Dadurch schaltet Leandros seine R-Fähigkeit Schwinger frei. Nein, nicht das, was ihr denkt. Elmar bekommt mehr Lebenspunkte und bessere Stats. Ylvi steigt gleich 2 Level auf. Sie bekommt bessere Stats und schaltet ihre zweite Fähigkeit Handeln frei. Und Maivy ist jetzt auf Maximallevel. Das heißt, sie hat die beste Statline. Christoph bewegt Jamila auf 4 Zoll an den nächsten Golem und attackiert ihn mit einer Basisattacke. Sie schafft es, ihn auszuschalten. Als Reaktion bewegt sich der überlebende Golem an sie heran, schafft es aber nicht in Nahkampfreichweite. Es folgt eine weitere Basisattacke gegen den überlebenden Golem und dieser wird auch ausgeschaltet. Und nach der Attacke bewegt sie sich noch ein Stück nach vorne. Maivy bewegt sich an Draco heran und attackiert ihn mit einer Basisattacke. Sie trifft auf die 3, er hat eine Rüstung von 2 und 10 Lebenspunkte. Die Attacke verursacht 4 Punkte Schaden. Draco hat noch 6 Lebenspunkte und reagiert mit einer Gegenattacke. Er verursacht insgesamt 4 Schadenspunkte und Maivy hat noch einen Lebenspunkt übrig. Sie versucht ihr Glück nochmal und verursacht insgesamt 7 Punkte Schaden, was ausreicht, um Draco auszuschalten. Bis zum Ende dieser Runde bekommen jetzt alle meine Kämpfer +1 auf Fernkampf und Nahkampf. Ich bekomme außerdem 3 Siegpunkte, Maivy bekommt 3 Gold und alle anderen Kämpfer 2. Theoretisch würde Maivy auch noch 3 Erfahrungspunkte bekommen, aber sie ist schon auf Maximallevel. Christoph lässt Yassir aus seiner Startzone herausrennen und versucht sich dann nochmal mit einer Attacke gegen die neutrale Echse. Irgendwie will es mit dem Jungeln aber heute nicht so richtig klappen für Christoph und er verursacht nur 2 Punkte Schaden, woraufhin die Echse zum Gegenangriff übergeht und ihrerseits 1 Punkt Schaden verursacht. Ich upgrade noch Maivys Kraftverstärker für +3 auf ihren Fernkampfwert und Leandros kauft sich noch eine Rostklinge und einen Kraftverstärker. Elmar bekommt die allseits beliebten 7-Meilen-Stiefel, damit er sich schneller bewegen kann und noch ein Jade-Amulett für +1 auf seine Magieresistenz. Zuletzt bekommt Linnea noch einen verrückten Zauberhut für +1 auf ihre Willenskraft. Leandros bekommt eine Aktion und bewegt sich für eine Basisattacke an Halef heran. Die Attacke sitzt und verursacht 6 Punkte Schaden. Halef reagiert mit einer Blendgranate, die 4 Schaden verursacht und Leandros blendet. Trotz reduzierten Nahkampfwert versucht Leandros das gleiche nochmal und verursacht 3 Punkte Schaden, was gerade so nicht ausreicht, um Halef auszuschalten. Dieser reagiert jetzt seinerseits mit einem Molotow-Cocktail, der allerdings nur 2 Punkte Schaden verursacht und Leandros anzündet. Am Ende der Runde kostet Dracos Feuer Maivys letzten Lebenspunkt und schaltet sie aus. Allerdings ohne Belohnung für Christoph, weil keiner seiner Helden in der Nähe steht. Leandros erleidet ebenfalls einen Schadenspunkt. Ein Golem verursacht einen Schadenspunkt an meinem unteren Turm. Die 4 Golems in der Mitte schalten sich gegenseitig aus. Und auf der oberen Lane schalten sich die Golems ebenfalls gegenseitig aus. Und dann werden die Golems wieder aufgefüllt. Die rote Gruppe in der Mitte sollte übrigens dann nicht sein, weil ja mein Turm da gar nicht mehr steht. Draco respawnt und die Initiative geht dieses Mal an mich. Zahid und Layla respawnen auf Christophs Seite und Maivy, Elmar und Linnea auf meiner. Mit meinen ersten 2 Aktionen teleportiere ich Maivy zum vordersten Turm an der oberen Lane. Yassir attackiert erneut die Echse und dieses Mal wird sie ausgeschaltet. Dann kauft er sich einen Kraftverstärker und macht noch seine Bewegung durch den Wald. Und als zweite Aktion rennt Yassir verdächtig nah an Draco heran. Maivy aktiviert und bewegt sich für eine Basisattacke an Draco heran. Die Attacke ist eher mau und verursacht nur 3 Punkte Schaden. Yassir reagiert mit einer Attacke gegen Draco. Reaktionen werden immer vor der Aktion angesagt, diese auslösen. Das heißt, er muss das jetzt auch durchziehen. Und wieder erwarten schafft er es tatsächlich, die nötigen 7 Punkte Schaden zu verursachen, um Draco auszuschalten. Das heißt, die 3 Siegpunkte gehen dieses Mal an Christoph. Von dem verdienten Geld gehen seine Helden natürlich wieder auf Shopping-Tour. Meine zweite Aktion geht an Leandros. Der begibt sich in Position und verwendet seinen Schwinger gegen Halef und die beiden Golems. Der schwer angeschlagene Halef wird direkt ausgeschaltet, genauso wie die beiden Golems. Und das bringt mich auf 10 Punkte. Und Leandros ist jetzt ebenfalls auf Maximallevel. Yassir schießt auf Maivy und verursacht einen Schadenspunkt. Maivy reagiert mit einer Basisattacke und Yassir geht im Pfeilhagel zu Boden. Jamila aktiviert und zündet ihre R-Fähigkeit Flammenregen auf die Golems. Die
Die Golems werden ausgelöscht und Jamila bewegt sich auf den Turm zu. Leandros bewegt sich auf 2 Zoll an den mittleren Turm heran, damit dieser in Nahkampfreichweite ist. Und schon seine erste Attacke verursacht genug Schaden, um den Turm zu zerstören. Das gibt mir die letzten 2 nötigen 2 Siegpunkte. Und das sehr spannende Spiel geht an mich. Gutes Spiel, Christoph. Ja, das war The Exalted Ones von Christoph Aulbach. Und ich habe mir gedacht, ich mache dieses Mal mein Feedback, meine Gedanken zum Spiel so ein kleines bisschen strukturierter, als ich das sonst immer mache. Ich werde ein bisschen drüber sprechen, was ich gut finde, was man vielleicht noch verbessern könnte oder was vielleicht ein Problem sein könnte. Ich spreche natürlich darüber, für wen das Spiel ist. Und ich spreche zum Schluss noch meine Empfehlung für oder gegen aus. Und ich möchte direkt anfangen mit dem, was ich gut finde an The Exalted Ones. Und das ist für mich ganz klar, wie kompromisslos es das Gefühl von einem Computerspiel-MOBA irgendwie einfängt. Es ist schon wirklich abgefahren. Muss ich dazu sagen, ich bin so ein richtiger MOBA-Spieler. Ich habe schon diverse MOBAs gespielt. Ich habe sehr, sehr viel Dota gespielt. Ich habe davor Heroes of New Earth gespielt. Ich habe Heroes of the Storm gespielt. Ich habe mich auch mal an League of Legends versucht, war aber nicht so ganz meins. Und es überträgt schon sehr, sehr stark das Gefühl, was da drin ist. Ganz besonders das Gefühl der Laning-Phase eigentlich. Die von euch, die so ein bisschen in MOBAs drin sind, wissen ja, dass die meisten MOBAs so mehrere Phasen haben, die man durchläuft in einem Spiel. Es beginnt meistens eben mit der Laning-Phase, wo eben die Charaktere so ein bisschen auf ihre Lanes verteilt sind, teilweise auch im Dschungel unterwegs sind und so ein bisschen versuchen, sich hochzuleveln, um dann später in das Midgame, die Teamfight-Phase auch dann überzugehen, wo es dann so richtig kracht und dann oft auch das Spiel so mit einem Paukenschlag dann auch zu Ende geht, nach einem großen Fight, der zu Ende gegangen ist. Hier ist der Fokus ganz klar auf die Laning-Phase, auch wenn man auch, finde ich, hier schon merkt, dass es sich sehr zuspitzt bis zum Ende. Also es fängt relativ gemächlich an. Die Helden haben auch noch so ihre Schwächen, kriegen zum Beispiel die Dschungelkreaturen, die Golems jetzt nicht unbedingt mit einem Schlag kaputt. Das ändert sich dann aber auch irgendwann. Und am Schluss kommt es dann wirklich halt zu dieser Eskalation, wo so ein paar wenige gut durchdachte Aktionen dann auch ein Spiel entscheiden können. Wie man jetzt hier auch gesehen hat, wie es so ein bisschen hin und her gegangen ist und wirklich auch in beide Richtungen noch hätte ausgehen können. Also das ist schon richtig cool, wie sie das hingekriegt haben, beziehungsweise wie der Christoph das hingekriegt hat. Und ich finde das beeindruckend und bin auch sehr dankbar dafür, dass er da keine Abstriche gemacht hat. Ich weiß, es gibt ja auch noch diverse andere Spiele, die eben von MOBAs inspiriert sind. Allen voran natürlich Judgment, das ich schon vor langer, langer Zeit auf meinem Kanal gebracht habe. Aber es gibt auch diverse Brettspiele, so Sachen wie Skytear zum Beispiel, kommt auch aus Deutschland. Oder eben auch ein bisschen weiter weg vom eigentlichen MOBA, aber so Sachen auch wie Super Hero Brawl hat definitiv seine Einflüsse, gerade über diese verschiedenen Helden mit ihren Fähigkeiten und sowas von MOBAs. Aber hier mit The Exalted One würde ich sagen, dass von dem, was ich bisher gespielt habe, war das, was am nächsten dran ist an einem tatsächlichen MOBA wie Dota, wie League of Legends. Und dazu kommt eben noch, dass ich die Mechaniken, die das Spiel nutzt, auch wirklich richtig gut finde, weil es spielt sich auch ganz anders als die meisten Tabletops und vor allem auch so Skirmish-Style-Tabletops, die man bisher so gespielt hat. Das kommt natürlich teilweise auch von der Vorlage, das kommt von diesen neutralen Monstern, von den Golems, die sich aufeinander zubewegen, über die man nur bedingt Kontrolle hat. Und auch über sehr andere Missionsziele als das, was man normalerweise aus Tabletops kennt. Aber auch so die Basismechaniken, wie die funktionieren, sind einfach tolle Elemente drin, die auch teilweise so ein bisschen inspiriert sind von anderen Spielen, aber die hier auch wirklich gut funktionieren. Gerade zum Beispiel die Reaktionsmechanik, die man ja vielleicht kennt von so Spielen wie Infinity oder The Drowned Earth, sind hier wieder sehr gut, aber auch wieder ein bisschen anders umgesetzt. Bei diesen Spielen ist es ja oft so, dass man nur auf den Charakter reagieren kann, der die Reaktion ausgelöst hat. Das heißt, eine Attacke kann dann auch nur gegen den gehen, aber in diesem Fall jetzt funktioniert es ganz anders. Man hat so ein bisschen eher das Gefühl, dass die Aktion, die der Gegner macht, die Zeit weiterlaufen lässt. Ihr kennt das vielleicht aus auch anderen Computerspielen. Es gibt sowas wie, wie heißt das Spiel? Super irgendwas. Also es gibt so ein paar Spiele, die im Prinzip immer dann, wenn man selber was macht, dann läuft die Zeit weiter. Auch manche Roguelikes machen das. Und das Gefühl habe ich hier auch. Das heißt, wenn ich
ein Modell attackiere, heißt es nicht unbedingt, dass dieses Modell dann auch auf mich reagieren muss, sondern das kann dann auch entsprechend andere Modelle attackieren. Und so kommt so eine ganz eigene Dynamik zustande, die auch wirklich spannend ist und an die man sich auch erstmal gewöhnen muss im Spiel, weil das ist wirklich was, das habe ich so noch nicht gehabt. Und das hat schon taktisch ganz schön krasse Auswirkungen, weil man natürlich immer sehr gut aufpassen muss, wo man überall Reaktionen triggert und was das alles auch für Möglichkeiten mit sich bringt. Ihr seht ja hier jetzt auch gerade, wie mir Christoph meinen Kill gestealt hat auf Draco, was mich auch schon so an manche Dota-Matches erinnert hat, die ich selber gespielt oder auch angeschaut habe. Und dass das da auch irgendwie mit drin ist, dass man eben so mit einem geschickten Treffer und einem guten Timing und ein bisschen Glück auch dann so ein Monster-Kill sich klauen kann. Das ist schon auch irgendwie cool und trägt auch sehr dazu bei, dass es sich wirklich auch wie ein MOBA anfühlt. Wie gesagt, es ist nicht bis zur letzten Konsequenz. Ich glaube nicht, dass das Spiel jemals in so eine große Teamfight-Phase übergeht. Rein theoretisch kann man natürlich einfach alle seine Helden in eine Lane packen und versuchen da dann was zu reißen. Aber man hat da gar nicht so wahnsinnig viel davon, weil das eigentliche Spiel, wie es funktioniert, ist eher, dass man schaut, wie man seine Lanes, wo man seine Helden hat, unter Kontrolle hat, wo man welche Helden hinschickt, wie diese Helden sich ergänzen, wie die sich auch taktisch verhalten und gleichzeitig, dass man sich nicht zu sehr auf eine Lane konzentriert und dann quasi den Gegner auf der anderen Seite komplett freie Hand lässt, weil auch das ist natürlich dann nicht unbedingt geschickt, wenn man das Spiel gewinnen will. Also sind wirklich ganz viele Elemente dabei. Dazu kommen natürlich die Items, die sehr starke Progression. Finde ich super gut, dass sich die Helden mit ein paar Level-Ups auch wirklich deutlich stärker anfühlen und dass diese Level-Ups aber auch wirklich gut zustande bekommen. Also man hat es jetzt nicht so ganz gesehen, aber zum Beispiel Support-Helden, die weniger fürs Kämpfen da sind, eher fürs Unterstützen, die leveln dafür auch ein bisschen schneller auf, was sehr wichtig ist, weil die natürlich weniger Kills machen werden erstmal. Das ist so ein, als Support-Spieler in Dota muss ich schon sagen, leide ich da schon so ein bisschen mit den Support-Charakteren und finde es sehr, sehr toll, dass die hier auch ein bisschen Unterstützung bekommen. Und also dass das alles so ineinander greift und gut funktioniert, finde ich schon richtig, richtig gut und gefällt mir sehr gut. Was eventuell ein bisschen ein Problem sein könnte bei dem Spiel, ihr habt es vielleicht gesehen, es ist sehr umfangreich. Also es ist wirklich, man braucht einiges. Ihr habt ich habe jetzt hier die Golem-Figuren gehabt, die Turmfiguren gehabt. Für die gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich einfach Standees ausdruckt und die muss man nicht als physische 3D-Figuren haben. Da reichen auch 2D-Figuren. Aber wir wissen alle, wie es ist. Wir sind alle Tabletopper und ich glaube, die meisten von uns würden sich nicht mit ein paar Standees abgeben, vor allem, wenn man die Helden als 3D-Figuren hat. Das heißt, da wird man sich schon noch ein bisschen was holen müssen. Da kann man natürlich auch, es gibt da die fertigen Figuren, die man sich holen kann, direkt aus dem Shop. Man könnte aber theoretisch natürlich auch andere Figuren benutzen, solange die einigermaßen passen von der Basegröße und sowas. Das gleiche gilt natürlich auch für die neutralen Kreaturen. Also wer da schon eine größere Miniaturensammlung hat, kann da natürlich super drauf zugreifen und dem Ganzen auch ein bisschen visuell so ein bisschen Abwechslung geben. Und also da geht dann natürlich einiges. Wo es schon ein bisschen schwieriger ist, ist mit dem Spielfeld, weil es natürlich diese sehr spezielle 3-Lane-Struktur hat, braucht man schon ein Spielfeld, das eben genau auch diesen Aufbau hat. Das heißt, entweder holt man sich auch da im Shop die passende Matte dazu, oder man muss sich eventuell was selber basteln, je nachdem, wie bastelaffin man ist. Und dann hat man noch so ein bisschen diese Außenrum-Elemente, wie eben die kleinen Matten, wo man die Mana-Punkte und das Gold und sowas platzieren kann. Das ist alles, würde ich auch sagen, es ist nicht unbedingt ein Muss, aber es hilft schon extrem. Also irgendeine Art von Möglichkeit braucht man, um diese ganzen Informationen zu tracken und auch die Items zu platzieren, diese ganzen Sachen. Also man kann da schon ganz schön viel reinstecken und ich habe da persönlich auch schon ganz schön viel reingesteckt, damit man wirklich alles hat, was man in Anführungszeichen braucht. Das heißt, man hat da schon relativ umfangreiche Sachen, die man kaufen muss, jenseits von den Miniaturen. Und dazu kommt dann die Miniaturen selbst natürlich auch noch. Das heißt, es ist keins von diesen Spielen, wo ich einfach mal 20 € reinstecke und ich kann direkt losspielen, sondern man muss sich da schon entweder einiges an Mühe reinstecken, eben gerade wenn es ums Spielfeld und sowas geht und vielleicht eine Alternative für diese kleinen Tracking-Matten, oder man muss halt entsprechend das Geld investieren für die einzelnen Elemente. Das könnte den einen oder anderen abschrecken.
Mich persönlich hat es definitiv nicht abgeschreckt. Ich bin einfach zu begeistert von dem Spiel, aber das könnte für euch natürlich ein Problem sein. Und dann ist natürlich die Frage, da gehe ich dann auch direkt zu dem Thema über, für wen ist das Spiel? Und ihr habt es vielleicht auch gesehen, es ist kein einfaches Spiel. Es ist definitiv eins von den komplexeren, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Allein durch die Reaktionsmechanik, durch die Level-Up-Mechanik. Man muss relativ viel im Auge behalten, was da passiert auf dem Spielfeld. Das Regelbuch macht wirklich einen super Job. Also das ist wirklich gut geschrieben. Gerade für so ein komplexes System, dass man auch wirklich versteht, wie es funktioniert. Ich hatte allerdings auch den Vorteil natürlich, dass der Christoph mit mir das Spiel gespielt hat und dementsprechend mir auch einiges erklären konnte, direkt am Spiel. Das hilft natürlich immer. Aber es ist definitiv kein Casual-Game, was das man mal kurz eine halbe, dreiviertel Stunde runterspielt, sondern es geht eher in die Richtung kopfige Spiele. Und die Einflüsse, die da reingegangen sind, glaube ich, auch wirklich eher kopfige Spiele, Sachen wie Infinity, aber auch gerade was so die Grundideen, Mechaniken und so Bewegungen angeht, so Sachen wie Guild Ball und War Machine auch. Also das heißt, es ist sehr präzise, was die Bewegungen angeht, was die Synergien angeht, was Attacken angeht, wie das funktioniert und so. Es ist alles sehr auf ein eher kompetitiveres Setting ausgerichtet. Das heißt nicht, dass man das Spiel nicht auch super gechillt spielen kann. Also unser Spiel, das wir gespielt haben, war sehr, sehr entspannt. Aber es ist definitiv ein Spiel, das eher in so eine Turnierrichtung geht. Und da sehe ich es auch tatsächlich am allermeisten, weil gerade durch die Kombination der verschiedenen Charaktere, wie ich ja am Anfang gesagt habe, man kann die Banden auch komplett wild durcheinander mischen, solange alle Rollen besetzt sind. Und es gibt da auch noch ein paar andere Settings, die ein bisschen anders sind als die beiden, die ich jetzt hier gezeigt habe. Es gibt zum Beispiel eine Cyberpunk-Fraktion noch, wo wirklich dann auch eher so Science-Fiction-mäßige Charaktere unterwegs sind. Und es gibt auch so eine asiatisch inspirierte Fraktion noch, wo dann auch noch mal ganz andere Charaktere dabei sind. Und die kann man alle durcheinander mischen. Und natürlich mischt man damit auch die verschiedenen Fähigkeiten und die Synergien und die Kombinationen auf den Lanes. Wen kombiniere ich mit wen auf der Lane? Es gibt verschiedene Spielmodi, die auch zum Beispiel Draften erlauben, sodass man eben abwechselnd seine Helden pickt, so wie man das eben auch von Dota und Konsorten gewohnt ist und wie das auch ganz praktisch ist bei solchen Spielen. Und also da kann man schon auch sehr viel schon direkt im Pre-Game sozusagen machen, indem man sich schon mal eine gute Bande zusammenstellt. Und ich kann es mir vorstellen, dass ein unerfahrener Spieler da seine Problemchen haben könnte. Auch wenn ich jetzt, um das Ganze so ein bisschen zu relativieren, das Spiel gewonnen habe als der definitiv unerfahrenere Spieler, auch mit ein bisschen Hilfe von Christoph. Also das ist immer so was, da muss man sich vielleicht auch so ein bisschen gegenseitig unterstützen und der erfahrene Spieler muss dann halt auch den, mit dem er spielt, entsprechend ein bisschen unterstützen. Aber nichtsdestotrotz, es ist kein einfaches Spiel. Man muss es lernen und dafür hat es aber auch enorm viel Tiefe. Dementsprechend, ich würde es definitiv empfehlen für Leute, die kopfige Spiele mögen, die auch ein bisschen kompetitivere Spiele mögen oder zumindest sich wirklich viel Gedanken machen wollen beim Spielen und nicht einfach nur locker ein paar Figuren hinstellen, ein paar Würfel schmeißen. Dafür ist es weniger geeignet. Aber, um da jetzt quasi den Bogen wieder zusammenzuziehen, ich würde es definitiv empfehlen. Also das ist, wenn ihr euch irgendwie für die Art von Spielen interessiert, also wenn ihr keine Angst habt vor ein bisschen kopfigeren Spielen, vor ein bisschen mechanischeren Spielen und vor allem Spielen, die vom Setting her nicht so ganz fest definiert sind, wie es halt eben zu diesem MOBA-Setting dann doch passt, dann solltet ihr euch das Ganze auf jeden Fall mal anschauen. Weil es ist wirklich durchdacht und es ist wirklich gut designt und ich finde es echt beeindruckend, was da eine Person, der Christoph, da irgendwie geschaffen und gerissen hat. Da hat er auch wirklich mehrere Jahre dran gearbeitet und das merkt man definitiv. Das ist kein Spiel, das man mal kurz an einem Wochenende zusammenschreibt, sondern da ist unglaublich viel Zeit reingeflossen, was allgemein das Design angeht, was Playtesting angeht, was die Konzeption und das Runterschreiben des Regelbuches angeht. Und dann sind wir ja noch dann bei den physischen Komponenten, die auch allesamt von ihm zumindest erdacht wurden und in Auftrag gegeben wurden, gerade was die Miniaturen angeht und sowas, die übrigens auch ganz hervorragende Qualität sind. Die Miniaturen sind aus Metall, machen einen sehr wertigen Eindruck und sind wirklich sehr schön, sehr detailliert, also da ist gar nichts dran auszusetzen, aber man muss sich so ein bisschen drauf einlassen, natürlich auf das Ganze. Und das ist eben das, was ich noch so euch da gerne mitgeben würde.
Und wenn ihr euch hier jetzt tatsächlich angesprochen fühlt und ihr euch so ein bisschen mal mit dem Spiel auseinandersetzen wollt, dann hätte ich hier noch ein kleines Angebot für euch. Der Christoph hat nämlich für die nächsten 4 Wochen ab dem Punkt, an dem dieses Video online geht, einen Online-Gutscheincode freigeschalten für euch. Und zwar lautet der Bier plus Brezel. Ich schreibe es auch noch mal unten in den Kommentarbereich und in die Videobeschreibung rein. Wenn ihr den Code benutzt, dann bekommt ihr noch mal im Online-Shop auf die Preise dort 10%. Wie gesagt, ihr habt 4 Wochen Zeit, das Ganze zu machen. Ich werde euch, wenn es so ein bisschen gegen Ablauf, auf Ablauf zugeht, dann werde ich euch noch mal dran erinnern. Aber das ist jetzt wirklich, wenn ihr da einsteigen wollt, wenn euch das Ganze catcht, wenn ihr vielleicht MOBA-Fans überhaupt seid und einfach mal ein bisschen weniger toxische Variante von euren Lieblings-MOBAs spielen wollt, dann wäre jetzt eine gute Gelegenheit, euch das Ganze mal anzuschauen. Wie gesagt, im Shop vorbeischauen kostet ja nichts. Ich verlinke den euch auch in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr dann, wie gesagt, den Code Bier plus Brezel verwenden, um nochmal 10% zu sparen. So, das war's jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und sagt auch gerne weiter, dass es meinen Kanal gibt. Das hilft mir am allermeisten. Und dann wünsche ich euch erstmal alles Gute, noch eine schöne Zeit, hoffentlich nicht ganz so heiß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.